Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversationspodcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, willkommen in unserer kleinen Deutschlernfamilie. Hier sprechen wir echtes Deutsch mit echten Geschichten und heute mit echter Leidenschaft. Genau, denn heute reden wir über etwas, das wirklich jeden betrifft. Etwas, das das Leben schöner macht. Etwas, das zeigt, wer man wirklich ist. Sophia, ich habe letzte Woche jemanden getroffen. Jemanden, den ich schon lange kenne. Und er hat mich gefragt, ganz einfach, Matteo, was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Was sind deine Hobbys? Und? Was hast du geantwortet? Ich habe 20 Minuten geredet. 20 Minuten. Er wollte vielleicht 2 Sätze hören und ich habe 20 Minuten geredet. Das klingt sehr nach dir, Matteo. Sehr nach mir. Und das bringt uns zu unserem heutigen Thema. Hobbys. Wie spricht man auf Deutsch über seine Hobbys? Was macht man in der Freizeit? Was liebt man? Was bringt einem Freude? Und nicht nur die Theorie, wir erzählen von unseren eigenen Hobbys, mit echten Geschichten, mit Leidenschaft und vielleicht auch ein bisschen Chaos. Definitiv mit Chaos, also bleib dran. Matteo, fangen wir direkt an. Du hast 20 Minuten über deine Hobbys geredet. Was hast du denn alles gesagt? Also, wo fange ich an? Ich habe so viele Dinge, die ich liebe. Laufen zum Beispiel, das weißt du ja. Ich laufe fast jeden Tag. Ja, das kennen unsere Zuhörer schon, vom letzten Mal. Genau. Und dann, ich lese sehr gerne. Krimis hauptsächlich. Das ist mein Abendritual. Auch das kennen wir. Ja, aber das ist noch nicht alles. Ich koche gerne, ich wandere gerne, ich lerne Sprachen. Das ist eigentlich selbst ein Hobby für mich, nicht nur Beruf. Du lernst Sprachen als Hobby, aber du bist doch schon Sprachlehrer. Ja, ich lerne gerade Japanisch. Ich hab's schon mal erwähnt und ich liebe es. Es ist so herausfordernd, so anders. Es macht mir riesigen Spaß. Wirklich? Japanisch? Das ist mutig. Mutig oder verrückt, die Grenze ist fließend. Bei dir sehr fließend. Aber das ist schön. Ich finde es toll, wenn jemand so viele Interessen hat. Und du, Sophia? Was sind deine Hobbys? Was machst du in deiner Freizeit? Also, ich male. Das ist mein Haupthobby, wenn ich ehrlich bin. Du malst. Das wusste ich nicht. Du weißt nicht alles über mich, Matteo. Offensichtlich nicht. Erzähl mir mehr. Was malst du? Also, ich male hauptsächlich mit Aquarellfarben. Aquarellmalerei. Landschaften meistens. Manchmal auch Porträts. Oh, wow. Aquarell ist so eine besondere Technik. Das ist nicht einfach, oder? Überhaupt nicht einfach. Aquarell ist sehr unberechenbar. Man kann es nicht wirklich kontrollieren. Das Wasser macht, was es will. Und das stört dich nicht, als jemand, der als Grafikdesignerin sehr präzise arbeitet? Anfangs schon. Am Anfang war ich so frustriert. Ich wollte immer alles perfekt haben. Perfekte Linien, perfekte Farben. Aber Aquarell lässt das nicht zu. Was ist dann passiert? Ich habe gelernt, loszulassen. Das klingt vielleicht etwas philosophisch, aber Malen hat mir wirklich beigebracht, nicht alles kontrollieren zu müssen. Die Unperfektion ist Teil der Schönheit. Das ist wirklich schön, Sophia. Ein Hobby, das einen etwas fürs Leben lehrt. Ja, ich glaube, die besten Hobbys machen das. Sie geben einem mehr als nur Spaß. Sie verändern einen ein bisschen. Das stimmt wirklich. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen einem echten Hobby und einfach nur Zeitvertreib. Was meinst du damit? Also, Zeitvertreib ist, wenn man einfach Zeit füllt. Man schaut etwas, man scrollt durch das Handy. Es ist nicht schlecht, aber es gibt einem nicht wirklich etwas zurück. Und ein echtes Hobby? Ein echtes Hobby ist, wenn man etwas macht und danach denkt, das hat mir etwas gegeben. Energie, Ruhe, Freude, Stolz, etwas. Ja, das ist ein sehr guter Unterschied. Und ich glaube, viele Menschen merken das erst, wenn sie ein echtes Hobby gefunden haben. Dieses Gefühl, oh, das ist meins. Genau, und das ist so ein besonderer Moment, wenn man sein Hobby findet. Wann hast du das erlebt? Wann hast du gemerkt, das Laufen ist wirklich mein Hobby? Also, ich habe als Teenager Sport gemacht. Fußball, Basketball, das Übliche. Aber nichts hat wirklich geklickt. Und dann, mit ungefähr 25, habe ich angefangen zu laufen. Ganz zufällig. Wie zufällig. Ich habe meinen Bus verpasst in Berlin und ich dachte, naja, ich laufe einfach. Es war nicht so weit, vielleicht 3 Kilometer.
Du hast angefangen zu laufen wegen eines verpassten Busses? Wegen eines verpassten Busses. Und als ich angekommen bin, ich war außer Atem, meine Beine haben wehgetan, aber ich habe mich so lebendig gefühlt, so wach. Ich dachte, das will ich nochmal. Und daraus ist ein Hobby geworden. Daraus ist eine Leidenschaft geworden. Ich laufe jetzt seit fast 8 Jahren. Ich habe schon 3 Halbmarathons gemacht. 3 Halbmarathons. Das ist beeindruckend. Danke. Und jedes Mal, auch wenn es schwer ist, auch wenn die Beine brennen, es ist so ein Gefühl danach. Dieses Ich habe es geschafft. Stolz. Reiner Stolz. Reiner Stolz. Und das gibt einem keinen Netflix-Abend. Nein, das stimmt. Obwohl ein guter Netflix-Abend auch seine Berechtigung hat. Natürlich. Ich will Netflix nicht schlecht machen. Netflix hat uns viel Deutschübung gebracht. Das stimmt absolut. Okay. Und dein Malen, Sophia? Wann hat das angefangen? Hast du immer schon gemalt? Also, als Kind habe ich sehr viel gezeichnet. Meine Mutter hat mir immer Stifte und Papier gegeben, wenn ich ruhig sein sollte. Die klassische Elternstrategie. Die klassische Strategie. Und es hat funktioniert. Ich habe stundenlang gezeichnet. Aber dann in der Schulzeit, in der Pubertät, man verliert das irgendwie. Man hat keine Zeit, man denkt, es ist kindisch. Ja, das passiert so vielen Menschen. Man gibt Hobbys auf, weil man denkt, das ist nicht wichtig. Es gibt Wichtigeres. Genau. Und dann, ich bin nach Berlin gezogen. Und der erste Winter hier war, wie wir schon besprochen haben, sehr schwer. Sehr grau, sehr still. Ja, die Berliner Winter. Und Lars hat mir zu Weihnachten ein Aquarellset geschenkt. Er hat gesagt, du hast mir mal erzählt, dass du früher viel gezeichnet hast. Vielleicht magst du das wieder versuchen. Lars, immer der Richtige zur richtigen Zeit. Ja, und ich habe es aufgemacht, dieses Set. Und die ersten Bilder waren wirklich schrecklich. Wirklich. Wie schrecklich. Ich habe versucht, den Tiergarten zu malen. Es sah aus wie ein grüner Fleck mit braunen Strichen. Das klingt künstlerisch. Sehr abstrakt. Sehr, sehr abstrakt. Aber ich habe es nochmal versucht. Und nochmal. Und nach ein paar Wochen, langsam wurden die Bilder besser. Begeistert. Und jetzt? Malst du immer noch? Jeden Wochenende. Das ist meine heilige Zeit. Samstagmorgen, Kaffee, Pinsel, Papier, 2 Stunden. Niemand darf mich stören. Auch Lars nicht? Auch Lars nicht. Er weiß das. Er macht in dieser Zeit seinen eigenen Sport. Wir haben beide unsere Samstagsroutinen. Das ist so schön. Jeder hat seinen Raum, seine Zeit, seine Leidenschaft. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig in einer Beziehung, dass jeder seine eigenen Hobbys hat. Man muss nicht alles zusammen machen. Absolut. Eigene Interessen halten einen lebendig. Man hat etwas, das nur einem selbst gehört. Neugierig, teilst du deine Hobbys mit anderen? Läufst du zum Beispiel mit jemandem zusammen? Meistens laufe ich alleine. Das ist mir sehr wichtig. Diese Stille, diese Zeit nur für mich. Aber manchmal ja. Ich laufe mit meinem Freund Jonas. Einmal im Monat vielleicht. Und wie ist das? Anders als alleine laufen? Sehr anders. Wenn man zusammenläuft, man redet, man erzählt vom Leben und gleichzeitig bewegt man sich. Es ist so eine schöne Kombination. Oh ja, das kenne ich auch. Ich gehe manchmal mit Clara spazieren. Und in 1 Stunde spazieren gehen redet man mehr als in 3 Stunden im Café sitzen. Wirklich? Warum denkst du, ist das so? Ich glaube, wenn man bewegt ist, ist man auch innerlich offener. Man ist nicht so festgesetzt. Man fließt ein bisschen. Das ist ein schönes Bild. Man fließt, wie das Aquarellwasser. Oh, das ist ein guter Vergleich. Ja, Bewegung macht einen fließender, auch im Reden. Okay, lass uns über die Sprache reden. Wie sagt man auf Deutsch, was man als Hobby macht? Was sind die wichtigsten Ausdrücke? Ja, also der wichtigste Satz, mein Hobby ist plus Nomen. Zum Beispiel, mein Hobby ist das Laufen, mein Hobby ist die Malerei, mein Hobby ist das Kochen. Oder, noch natürlicher, ich gerne plus Verb. Ich laufe gerne, ich male gerne, ich koche gerne. Das ist sehr direkt und sehr geläufig. Genau, gerne ist so ein wichtiges Wort. Es zeigt, dass man etwas mit Freude macht. Nicht, weil man muss, sondern weil man will. Also, das bedeutet, wenn man sagt, ich laufe gerne, das heißt, Laufen macht mir Spaß. Ich tue es freiwillig und mit Freude. Und man kann auch sagen, ich beschäftige mich gerne mit plus Dativ. Ich beschäftige mich gerne mit Musik. Ich beschäftige mich gerne mit Fotografie. Das klingt etwas formeller. Ein bisschen. Aber es ist auch korrekt und natürlich in manchen Situationen. Und dann gibt es noch in meiner Freizeit. Das ist eine sehr natürliche Einleitung. In meiner Freizeit lese ich viel.
In meiner Freizeit gehe ich wandern. Ja, in meiner Freizeit zeigt sofort, das ist nicht Arbeit. Das ist meine persönliche Zeit, meine gewählte Aktivität. Sophia, ich möchte über das Wandern reden, weil das ist ein Hobby, das ich wirklich liebe und das ich noch nicht so viel erwähnt habe. Oh, du wanderst? Das wusste ich nicht. Ja, seit ich in Deutschland lebe, ich habe das Wandern entdeckt. Als Italiener war ich das nicht so gewohnt. In Italien macht man Urlaub am Meer oder in der Stadt, aber diese deutsche Wanderkultur. Die deutsche Wanderkultur ist wirklich eine eigene Sache. Eine sehr eigene Sache. Die Deutschen wandern so ernsthaft, mit der richtigen Ausrüstung, mit Karten, mit Proviant. Mit Proviant, das Wort. Mit Proviant, also mit Essen und Trinken für unterwegs. Das habe ich von meinen Freunden gelernt. Man geht nicht einfach wandern, man bereitet sich vor. In Spanien sagt man, ach, wir gehen ein bisschen spazieren. Und dann ist man plötzlich 3 Stunden auf einem Berg. Ohne Wasser. Ohne Wasser, ohne Karte, komplett unvorbereitet. Das kenne ich auch aus Italien. Aber hier in Deutschland, ich habe von meinen Freunden gelernt. Jetzt bin ich auch ein bisschen Wanderer mit Proviant. Du wirst immer Deutscher, Matteo. In manchen Dingen ja. Und ich finde es wirklich schön. Wandern gibt einem so viel. Die Natur, die Ruhe, die körperliche Bewegung und am Ende dieser wunderbare Ausblick. Ja, dieser Moment auf dem Gipfel, wenn man sich umdreht und alles sieht, das ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Kein Geld der Welt kann dieses Gefühl kaufen. Und weißt du, das ist auch etwas, das ich am Malen so liebe. Dieser Moment, wenn ein Bild fertig ist, wenn man es anschaut und denkt, das habe ich gemacht, mit meinen Händen, aus dem Nichts. Ja, das Erschaffen von etwas, das ist so ein uraltes menschliches Bedürfnis. Man will etwas hinterlassen, etwas erschaffen. Das glaube ich auch. Und ich denke, deswegen sind kreative Hobbys so wichtig. Man erschafft etwas, das vorher nicht da war. Ja, ob man malt, kocht, schreibt, musiziert, baut, man bringt etwas in die Welt, das vorher nicht existiert hat. Das ist so eine mächtige Sache. Matteo, hast du ein kreatives Hobby? Also, ich schreibe manchmal. Nicht professionell, nicht für den Podcast, sondern für mich. Du schreibst? Was schreibst du? Also Kurzgeschichten, auf Italienisch meistens, manchmal auch auf Deutsch, um zu üben. Matteo, das ist wunderschön. Warum hast du das nie erzählt? Weil es ist sehr persönlich. Es sind keine guten Geschichten, wirklich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du bist zu selbstkritisch. Vielleicht. Aber das ist auch das Schöne daran. Niemand muss sie lesen. Ich schreibe sie für mich, als Verarbeitung, als Ausdruck. Das ist eigentlich sehr gesund. Man braucht ein Hobby nicht zu teilen. Es darf ganz privat sein. Ja, manche Hobbys sind öffentlich. Man zeigt sie, man teilt sie. Und manche sind ganz privat, nur für einen selbst. Und beide sind wertvoll, auf unterschiedliche Weise. Neugierig. Zeigst du deine Bilder eigentlich? Teilst du sie? Also, Lars sieht sie natürlich und manchmal zeige ich sie Clara. Aber ich habe lange gebraucht, bis ich sie anderen gezeigt habe. Warum? Weil, wenn man etwas selbst gemacht hat, ist es zu persönlich. Es ist ein Teil von einem selbst. Und wenn jemand es nicht mag, es fühlt sich an, als würde er einen selbst ablehnen. Das kenne ich aus dem Schreiben genau. Man zeigt jemandem eine Geschichte und wenn er sagt, man ist verletzt. Genau. Die Kunst ist verletzlich, weil man sich selbst darin sieht. Und das ist auch Mut. Jedes Bild, das du jemandem zeigst, das ist ein mutiger Akt. Das habe ich so noch nicht gesehen. Aber ja, vielleicht ist es das. Okay, ich möchte über noch ein Hobby reden, das ich sehr interessant finde. Kochen. Weil Kochen, das ist so ein unterschätztes Hobby. Oh ja, Kochen ist wirklich ein Hobby, nicht nur eine Notwendigkeit. Genau. Wenn man Kochen als Pflicht sieht, ist es Stress. Aber wenn man es als Hobby sieht, ist es Freude, Kreativität, Kunst. Ja, und ich glaube, der Unterschied ist die Einstellung. Mit Einstellung meine ich, wie man an etwas herangeht. Also, das bedeutet, Einstellung ist die Art, wie man etwas betrachtet, die Perspektive. Wenn man kocht und denkt, ich muss das schnell fertig haben, Stress. Wenn man kocht und denkt, ich experimentiere jetzt, Freude. Genau. Und ich versuche das auch beim Malen. Nicht denken, ich muss ein perfektes Bild machen, sondern ich forsche, ich experimentiere. Was passiert, wenn ich mehr Wasser nehme? Was passiert, wenn ich diese Farben mische? Begeistert. Neugier als Hobby-Einstellung. Das ist wunderbar. Ja, Neugier ist der beste Ausgangspunkt für jedes Hobby.
Und beim Kochen, ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren. Nicht nach Rezept kochen, das ist auch schön, aber wenn ich einfach schaue, was ich im Kühlschrank habe und dann improvisiere. Impro-Kochen. Impro-Kochen. Manchmal wird es gut, manchmal, naja, nicht so gut. Was war dein schlimmstes Kochexperiment? Oh Gott, also ich wollte mal eine Fusion machen, Italienisch und Japanisch. Ich lerne ja Japanisch, also dachte ich, ich kombiniere auch die Küchen. Das klingt riskant. Es war sehr riskant. Ich habe Miso-Suppe mit Pasta versucht. Miso-Pasta-Suppe. Das klingt interessant. Es war grauenhaft, wirklich grauenhaft. Lars ist dein Partner. Jonas war da und hat probiert und sein Gesicht war so, Buah. Das Gesicht sagt alles. Alles. Er hat geschluckt, sehr tapfer, und gesagt, das ist mutig. Mutig. Das deutsche Höflichkeitswort für das war schrecklich. Genau. Mutig bedeutet in diesem Kontext, bitte mach das nie wieder. Die höfliche Ablehnung. Die sehr höfliche Ablehnung. Und seitdem, Italienisch bleibt Italienisch, Japanisch bleibt Japanisch. Keine Fusionen mehr. Weise Entscheidung. Aber weißt du, das ist auch schön an Hobbys. Man darf scheitern. Man darf ausprobieren und versagen. Es ist kein Job, es hat keine Konsequenzen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Bei der Arbeit, Fehler können Konsequenzen haben. Aber bei einem Hobby, ein schlechtes Bild, egal. Eine missratene Suppe, egal. Man lernt daraus und macht weiter. Und das macht Hobbys so befreiend. Man ist nicht unter Druck, man kann wirklich spielen. Spielen, ja, das ist das richtige Wort. Ein Hobby ist eine Form von Spielen, auch als Erwachsener. Wir vergessen das manchmal als Erwachsene, dass wir noch spielen dürfen. Wir dürfen immer spielen. Das Spielen hört nicht auf, es verändert sich nur. Na Theo, was ist dein absolutes Lieblingshobby, wenn du nur eines behalten dürftest? Uff, das ist schwer, wirklich schwer. Ich warte. Also, ich glaube das Laufen, wenn ich ehrlich bin. Warum das Laufen und nicht das Schreiben oder das Kochen? Weil das Laufen mich am meisten verändert hat. Es hat mir gezeigt, was mein Körper kann. Es hat mir Ausdauer gegeben, nicht nur körperlich, sondern auch im Leben. Wenn es schwer wird, man läuft weiter, man hört nicht auf. Das ist eine sehr tiefe Lebenslehre. Ja, und das habe ich vom Laufen gelernt. Wenn man bei Kilometer 12 denkt, ich kann nicht mehr, und man trotzdem weiterläuft, man weiß danach, ich kann mehr, als ich dachte. Das überträgt sich auf alles andere im Leben. Auf alles. Auf die schwierigen Tage, auf die Herausforderungen, auf die Momente, wo man aufgeben will. Man läuft einfach weiter. Man läuft einfach weiter. Okay. Und mein Lieblingshobby ist natürlich das Malen. Aus demselben Grund. Es hat mir etwas Wichtiges gelehrt. Was genau? Nachdenklich. Loslassen. Wie ich vorhin gesagt habe, man kann Aquarell nicht kontrollieren. Man muss akzeptieren, was passiert. Und das war für mich als Perfektionistin eine Revolution. Eine Revolution? Wirklich. Ich war so ein Kontrollmensch. Alles musste Plan sein, alles musste perfekt sein. Und das Malen hat mir gezeigt, manchmal ist das Ungeplante das Schönste. Das Ungeplante ist das Schönste. Das gilt für so viel im Leben. Ja, für Reisen, für Gespräche, für Beziehungen. Manchmal passieren die besten Dinge, wenn man den Plan loslässt. Okay, lass uns über Hobbys reden, die Menschen zusammenbringen. Gruppenhobbys. Oh ja, das ist ein schönes Thema, weil Hobbys können Freundschaften erschaffen. Absolut. Ich habe durch das Laufen so viele Menschen kennengelernt. In Laufgruppen, bei Wettkämpfen. Man trifft Menschen, die dieselbe Leidenschaft teilen. Und das verbindet sofort. Ja, und ich habe durch einen Malkurs, ich habe mal einen Aquarellkurs gemacht, so eine schöne Gruppe gefunden. 6 Frauen, alle unterschiedlichen Alters, alle unterschiedlichen Hintergründe. Und? Seid ihr noch in Kontakt? Mit 2 davon, ja. Wir treffen uns manchmal und malen zusammen. Es ist so schön. Man malt, man redet, man trinkt Tee. Tee beim Malen, das ist so ein ruhiges, schönes Bild. Es ist wirklich ruhig und schön und man lernt so viel voneinander. Jeder hat eine andere Technik, eine andere Herangehensweise. Und auf Deutsch, wie sagt man, dass man ein Hobby in einer Gruppe macht? Also, ich bin in einem Verein. Ein Verein ist eine organisierte Gruppe mit gemeinsamen Interessen. Sportverein, Musikverein, Malverein. Ja, in Deutschland sind Vereine sehr wichtig und sehr verbreitet. Es gibt für fast jedes Hobby einen Verein.
Das finde ich so schön an Deutschland, diese Vereinskultur. Man findet immer Gleichgesinnte. Gleichgesinnte. Das bedeutet Menschen, die dieselben Interessen oder Gedanken haben, die auf derselben Wellenlänge sind. Ja, und man kann auch sagen, ich treffe mich mit Freunden zum plus Aktivität. Ich treffe mich mit Freunden zum Wandern. Ich treffe mich mit Freunden zum Kochen. Oder wir spielen zusammen. Zum Beispiel Brettspiele, Musikinstrumente, Sport. Brettspiele, das ist auch ein riesiges Hobby hier in Deutschland. Oh ja, die Deutschen und ihre Brettspiele. Es gibt so viele. Catan, Ticket to Ride, Carcassonne. Deutsche Brettspiele sind weltweit bekannt. Spielst du Brettspiele? Lars liebt Brettspiele. Ich verliere immer. Und das mag ich nicht. Du magst verlieren nicht. Ich bin sehr kompetitiv. Das ist keine Schwäche, das ist ein Charakterzug. Natürlich. Und beim Aquarell kann man nicht verlieren. Deswegen liebst du es. Das habe ich nie so gesehen, aber vielleicht stimmt das. Tief in deiner Seele. Du malst, weil man beim Malen nicht verlieren kann. Stopp, das ist nicht wahr. Okay, vielleicht ein bisschen wahr. Ich werde das nie vergessen. Aber okay, ich möchte noch über etwas reden, nämlich neue Hobbys ausprobieren. Wie geht man das an? Oh, das ist so wichtig. Viele Menschen sagen, ich würde gerne das oder jenes ausprobieren, aber dann machen sie es nicht. Warum nicht, denkst du? Angst. Meistens Angst. Angst, schlecht zu sein, Angst, sich zu blamieren, Angst vor dem Anfängerstadium. Das Anfängerstadium, dieses unangenehme Gefühl, wenn man etwas noch nicht kann. Man fühlt sich dumm, man fühlt sich ungeschickt. Ja, und das ist so schade, weil das Anfängerstadium, das ist eigentlich das Schönste. Alles ist neu. Jeder kleine Fortschritt ist ein Triumph. Das ist so wahr. Ich erinnere mich, als ich mit Japanisch angefangen habe. Die ersten Hiragana-Zeichen, ich habe sie geschrieben und war so stolz, wie ein kleines Kind, das die ersten Buchstaben lernt. Ja, diese Anfängerfreude, die ist so rein. Anfänger bedeutet, man hat keine Erwartungen, kein Druck. Man darf einfach lernen. Und das ist eigentlich der ideale Zustand. Offen, neugierig, ohne Vorurteile. Und weißt du, das Deutschlernen ist auch so ein Abenteuer. Jede neue Episode, jedes neue Wort, man ist Anfänger. Und das ist okay. Das ist gut. Ja, für alle, die zuhören, wenn ihr Deutsch lernt, ihr seid gerade im schönsten Stadium, im Entdeckungsstadium. Im Entdeckungsstadium, das bedeutet, man entdeckt die Sprache. Man findet neue Wörter, neue Strukturen, alles ist frisch. Und das ist wie ein neues Hobby. Man weiß noch nicht, wie gut man werden kann. Man entdeckt noch und das ist aufregend. Sehr aufregend. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr schon immer ein Hobby ausprobieren wolltet, macht es. Jetzt. Nicht, wenn ihr besser vorbereitet seid, nicht, wenn ihr mehr Zeit habt. Jetzt. Genau. Man braucht keinen perfekten Moment. Der perfekte Moment kommt nie. Man fängt einfach an. Wie ich, wegen eines verpassten Busses. Der beste Zufall. Manchmal kommt das Hobby zu einem, nicht man zum Hobby. Das ist wahr. Manchmal öffnet das Leben eine Tür, die man nicht erwartet hat. Und wenn man hindurchgeht, findet man etwas Wunderbares. Und das gilt für Hobbys und für Sprachen und für Menschen. Und für Podcasts. Und für Podcasts. Dieser Podcast ist auch durch einen Zufall entstanden. Das stimmt. Wir haben uns zufällig kennengelernt. Bei einer Sprachgruppe. Und dann irgendwann haben wir gedacht, lass uns einfach aufnehmen, was wir sowieso reden. Und jetzt hören Menschen aus der ganzen Welt zu. Das ist noch immer unglaublich für mich. Wirklich. Für mich auch. Und dafür wirklich danke. An jeden, der zuhört. Ihr seid der Grund, warum wir das machen. Ja, danke, wirklich. Okay, lass uns eine kleine Übung machen für alle Zuhörer. Oh ja, was ist die Übung? Also, ich beschreibe ein Hobby in 3 Sätzen und ihr, die Zuhörer, versucht zu raten, was es ist. Und natürlich übt ihr dabei das Zuhören auf Deutsch. Super, los geht's. Also, Hobby Nummer 1. Man macht das meistens draußen. Man braucht besondere Schuhe und manchmal eine Karte. Es kann sehr anstrengend sein, aber der Ausblick am Ende ist die Mühe wert. Das ist fast zu einfach für mich. Weil du die Antwort kennst. Aber für die Zuhörer, was denkt ihr? Wandern, das ist natürlich Wandern. Genau, wandern. Und habt ihr die Ausdrücke gehört? Draußen, also in der Natur, besondere Schuhe, Wanderschuhe, anstrengend, es kostet Kraft und der Ausblick, was man sieht, wenn man oben ist. Jetzt ich. Hobby Nummer 2.
Man macht das zu Hause oder in einem Kurs. Man braucht Farbe, Wasser und Papier oder Leinwand. Es ist sehr entspannend und man erschafft etwas Einzigartiges. Ich kenne die Antwort natürlich auch. Und die Zuhörer? Malen oder zeichnen, beides wäre richtig. Und die Schlüsselwörter Farbe, Wasser, Papier, Leinwand, entspannend, einzigartig. Genau. Einzigartig bedeutet, es gibt es nur einmal. Es ist besonders. Kein Bild ist wie das andere. Noch eins. Hobby Nummer 3. Etwas Schwieriges. Man macht das in der Küche. Man braucht frische Zutaten und Geduld. Das Ergebnis kann man essen, aber manchmal auch nicht. Das letzte ist typisch Matteo. Manchmal auch nicht für die Miso-Pasta-Suppe. Das ist Kochen. Und die Wörter Küche, Zutaten, das sind die Bestandteile eines Rezepts. Und Geduld. Man kann nicht zu ungeduldig sein beim Kochen. Sehr gut. Und jetzt eure Aufgabe für die Kommentare. Beschreibt euer Hobby in 3 Sätzen auf Deutsch, ohne den Namen zu nennen. Und wir und alle anderen Zuhörer können raten, was es ist. Genau, lernen und Spaß haben. Das ist die beste Kombination. Okay, lass uns zusammenfassen. Was haben wir heute über Hobbys auf Deutsch gelernt? Erstens, wie man Hobbys auf Deutsch nennt. Mein Hobby ist plus Nomen. Ich gerne plus Verb. In meiner Freizeit plus Aktivität. Zweitens, wichtige Hobbyvokabeln. Die Freizeit, das ist die Zeit, die man frei hat. Das Hobby oder auch die Leidenschaft. Etwas, das man liebt. Der Verein, eine organisierte Gruppe. Drittens, Ausdrücke. Ich beschäftige mich gerne mit, ich treffe mich mit Freunden zum, ich bin in einem Verein. Viertens, und das ist vielleicht das Wichtigste, Hobbys sind nicht nur Zeitvertreib. Sie formen uns, sie lehren uns, sie verbinden uns mit anderen Menschen. Und fünftens, wenn ihr noch kein Hobby habt, das euch wirklich erfüllt, sucht weiter, probiert aus, scheitert ein bisschen. Der richtige Klick kommt. Vielleicht sogar wegen eines verpassten Busses. Vielleicht genau deswegen. Und Deutsch lernen, das ist auch ein Hobby. Ein Hobby, das Türen öffnet. Zu Menschen, zu Kulturen, zu Geschichten. Ja, Deutsch ist euer Hobby. Und wir sind froh, ein Teil davon zu sein. Wirklich froh. Also, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es war wie immer eine Freude. Eine große Freude. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Speak Deutsch Now. Drückt auf die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst. Und schreibt uns in die Kommentare euer Hobby in 3 Sätzen auf Deutsch. Wir sind sehr gespannt. Sehr gespannt. Und wir raten mit. Und noch eine Sache. Wenn ihr ein Hobby habt, das ihr schon lange ausprobiert wolltet, macht es diese Woche. Einen kleinen Schritt, nur einen. Nur einen Schritt. Das reicht. Das reicht wirklich. Passt auf euch auf, ihr Lieben, und lasst euch von euren Leidenschaften führen. Bis zum nächsten Mal bei Speak Deutsch Now. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald. Und vergesst nicht, Fehler sind Freunde. Auch beim Kochen. Besonders beim Kochen.